Man sagt, zwischen Liebe und Hass liege nur ein Schritt, aber der Held der heutigen Geschichte hat dieses Sprichwort auf den Kopf gestellt. In seiner Interpretation trennte nur ein Schritt Freundschaft und Mord. Brianna Barazzini lebte in Westerville, Ohio, USA. Es war einer der ruhigsten Vororte von Columbus. Diese Stadt vereint, wie fast jede andere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Menschen mit sehr unterschiedlichen Einkommen und Lebensanschauungen. Über die Familie des Mädchens ist so gut wie nichts bekannt. Sie lebte mit ihren Verwandten in einem der gewöhnlichen Viertel von Westerville. Brianna wuchs in einer ruhigen Atmosphäre auf, war aber immer jemand, der für sich selbst einstehen konnte. Als Teenagerin verhielt sie sich relativ zurückhaltend, wurde aber ziemlich heftig, wenn jemand versuchte, sie zu provozieren. Das verursachte jedoch keine größeren Probleme. In ihren jungen Jahren war Brianna eine ganz normale Teenagerin. Sie wuchs bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater auf. Mit 18 Jahren schloss sie die Highschool ab und begann anschließend ein Studium. Sie war immer der Meinung, dass eine höhere Bildung ihr helfen würde, im Leben Fuß zu fassen. Natürlich unterstützten auch ihre Eltern diese Idee. Während ihres Studiums nahm Brianna gerne an verschiedenen Partys teil. Sie hatte eine Gruppe von Freundinnen, mit denen sie solche Veranstaltungen besuchte. Brianna war sehr aktiv und energisch, versuchte aber weder in der Schule noch danach Probleme zu verursachen. Normalerweise mied die Studentin Konflikte. Während ihrer Schulzeit besuchte Brianna eine Party, die ihre Freunde in ihrem Haus veranstalteten. Dort traf sie ein anderes Mädchen namens Halia Culbertson. Sie tranken etwas und kamen ins Gespräch. Sie fanden sofort eine gemeinsame Sprache und wurden Freundinnen. Nach Aussagen aus dem engsten Umfeld der Mädchen wurden sie nach und nach enger befreundet und schließlich beste Freundinnen. Brianna und Halia hatten viel gemeinsam. Obwohl die beiden sich schon vorher kannten, verbrachten sie nun fast jeden Tag miteinander. Beide liebten ausgelassene Gesellschaften, hatten gerne Spaß und tranken gerne Alkohol. Einige Jahre vergingen. Brianna beendete gerade die Schule. In dieser Zeit verschlechterte sich ihre Beziehung. Sie sahen sich seltener, trafen sich kaum noch und hörten auf, miteinander zu kommunizieren. Halia wuchs in derselben Stadt wie Brianna auf. Sie hatte 4 Geschwister. Das Mädchen war sportlich und gehörte schon in der Mittelschule zum Crosslauf-Team. Sie war auch sehr kontaktfreudig und pflegte gute Beziehungen zu ihren Mitschülern. Man beschrieb sie als einen gutherzigen und fröhlichen Menschen, eine sehr fürsorgliche Freundin, die gerne half. Gleichzeitig war sie ziemlich entschlossen und standhaft. Sie mochte keine Beleidigungen oder Spott von anderen Teenagern. Auf all das reagierte Halia entschieden. Allerdings ist die Fähigkeit, für sich selbst einzustehen, für junge Menschen sehr wichtig. An den Charakteren der Mädchen gab es nichts Außergewöhnliches. Keine von beiden schien jemand zu sein, der ernsthafte Probleme verursachen könnte. Mit zunehmendem Alter wurde Halia jedoch rebellischer. Eine ihrer Freundinnen bemerkte, dass Halia immer frecher und aggressiver wurde, aber das bezog sich nur auf den Schutz ihrer selbst und ihres unmittelbaren Umfelds. Sie hatte vor niemandem Angst und konnte ziemlich grob reagieren, wenn jemand sie provozierte. Was genau zwischen den Mädchen vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Aber nach mehreren Jahren der Freundschaft begannen Brianna und Halia plötzlich sich zu bekämpfen. Ihre Beziehung verschlechterte sich sehr schnell. Innerhalb weniger Wochen spitzte sich die Situation immer weiter zu, aber niemand ahnte, wie schlimm das alles enden könnte. Die Mädchen selbst beschrieben den Streit als eine ganz normale Situation. Sie äußerten sich nicht über die Gründe für den Konflikt, als wollten sie alles innerhalb ihres engen Freundeskreises halten. Nach dem Schulabschluss brach Brianna einfach den Kontakt zu Halia ab. Sie hielten klugerweise Abstand voneinander. Die Streitigkeiten verstummten sogar, aber nur, wenn sie sich nicht trafen. Wenn sich die ehemaligen Freundinnen zufällig begegneten, war es offensichtlich, dass zwischen ihnen große Spannungen herrschten. Sehr oft endeten solche zufälligen Begegnungen mit gegenseitigen Beleidigungen. Viele Freunde der Mädchen wollten verstehen, was der Grund dafür war. Halias Bruder konnte sie manchmal beruhigen. Das Mädchen erzählte, dass Brianna sie beschuldigt hatte, illegale Substanzen zu verbreiten und zu konsumieren. Allerdings ist nicht sicher, ob die Oberstufenschülerin tatsächlich daran beteiligt war. Hauptsache, sie war wütend über solche Anschuldigungen und konnte diese Kränkung nicht einfach ignorieren. Natürlich war ihr Bruder auf ihrer Seite. Nach der Anschuldigung äußerte sich Halia wiederholt negativ über ihre ehemalige Freundin und schrieb ihr unangenehme Dinge in den sozialen Netzwerken. Brianna hatte nicht vor, sich zu entschuldigen, da sie sich im Recht fühlte. Der ständige Druck ihrer ehemaligen Freundin begann sie jedoch ebenfalls zu irritieren.
Sie schrieb sogar einer ihrer besten Freundinnen, dass Halia sie absichtlich ärgere und dass sie umbringen würde, wenn das nicht aufhöre. Natürlich nahm niemand diese Aussagen ernst. Man ging davon aus, dass Brianna einfach wütend war, weil man sich über sie lustig machte. Wenn es zu Streitigkeiten zwischen den Mädchen kam, stieß Brianna Halia weiterhin von sich weg und erklärte, dass sie nichts mit ihr zu tun haben wolle und bat sie, einfach Abstand zu halten. Als die Spannungen zunahmen, warnte sie sogar, dass es zu Gewalt kommen könnte, wenn Halia sich nicht beruhige. Die Umgebung schreckte das nicht ab, da es nichts Ungewöhnliches war, dass junge Menschen in der Pubertät Konflikte hatten. Alle gingen davon aus, dass sich ihre Lebenswege allmählich trennen würden und die Mädchen überhaupt nicht mehr miteinander streiten würden. Am 26. März 2023 ging Brianna zusammen mit einer ihrer Freundinnen in einen Tabakladen am Rande der Stadt. Keiner von ihnen ahnte, dass sich zu diesem Zeitpunkt auch Halia dort befand. Als das Mädchen den Laden betrat und ihre ehemalige Freundin sah, war sie sehr betrübt, versuchte jedoch, sie einfach zu ignorieren. Halia war mit ihrem Bruder dort. Auch sie hatte nicht erwartet, Brianna im Tabakladen zu treffen. Sie konnte sich nicht zurückhalten und warf ihr einen unzufriedenen Satz zu. Brianna reagierte sofort gereizt und antwortete ebenso scharf. Das Ganze eskalierte sofort zu einem Konflikt, der die Aufmerksamkeit des Verkäufers auf sich zog. Der junge Mann wollte nichts mit den wütenden Teenagern zu tun haben, die sofort begannen, sich gegenseitig zu beleidigen und zu bedrohen. Deshalb bat er Halia, mit ihrem Bruder den Laden zu verlassen. Interessanterweise wurde gerade das Mädchen hinausgeworfen, das bereits im Laden war, wahrscheinlich weil sie sich provokativer verhielt. Brianna durfte hingegen im Laden bleiben und ihren Einkauf beenden. Halia ging jedoch nicht weit weg. Sie blieb draußen und wartete darauf, dass Brianna herauskam. Halias Bruder begann sofort, das Geschehen auf Video aufzunehmen. Man sah, dass er begeistert war, als seine Schwester sagte, sie wolle Brianna verprügeln. Er schien zu erwarten, dass daraus eine gute Show werden würde und stachelte das aggressive Mädchen daher noch mehr an. Sobald Brianna zusammen mit ihrer Freundin den Laden verließ, stürzte sich Halia sofort auf sie. Sie beleidigte sie und versuchte, sie zu schlagen. Man konnte sehen, wie Brianna sich einfach in eine Verteidigungshaltung begab. Das Mädchen versuchte nicht anzugreifen, sondern bat nur darum, damit aufzuhören. Halia verhielt sich zu diesem Zeitpunkt sehr aggressiv. Sie verlangte irgendwelche Erklärungen, Entschuldigungen, eine Schlägerei, während ihr Bruder alles auf seinem Handy aufzeichnete, sich amüsierte und seine Schwester anstachelte. Der junge Mann wiederholte mehrmals, dass Brianna Halia nicht anfassen solle, sonst müsse er sein Handy ausschalten. Anscheinend wollte er sich danach an der Schlägerei beteiligen, um das Mädchen gemeinsam zu verprügeln. Dem Kontext des Gesprächs nach zu urteilen, bestand das Problem darin, dass Brianna auf die Abhängigkeit ihrer ehemaligen Freundin von illegalen Substanzen hingewiesen hatte. Sie versuchte, die aggressive Oberstufenschülerin zu beruhigen und erklärte, dass diese sich unangemessen verhalte, als sei sie von diesem Thema besessen. Briannas Freundin stand abseits und forderte Halia auf, sich zu beruhigen, während ihr Bruder seine Schwester weiter zur Aggression anstachelte und eine Schlägerei provozierte. Nach der Bemerkung über die Besessenheit stieß Halia Brianna mehrmals und schlug ihr dann ins Gesicht. Brianna konnte diese Angriffe nicht länger ertragen, griff in ihre Tasche und holte ein Messer heraus. Sie stach nicht sofort zu, sondern hielt Halia das Messer drohend vor das Gesicht. Das Mädchen machte deutlich, dass sie warnte, sich fernzuhalten. In den letzten Sekunden des Videos war zu sehen, dass die aggressive Teenagerin auch danach nicht aufhörte, ihre ehemalige Freundin zu schubsen. Halia schlug ihr mehrmals ins Gesicht und erhielt daraufhin einen Gegenschlag, woraufhin das Video abbrach. Augenzeugen zufolge hielt selbst das Halia nicht auf. Sie wurde mit einem Messer in den Hals gestochen, griff Brianna jedoch erneut an. Sie schlug mehrmals auf sie ein, bevor sie plötzlich schwächer wurde und auf den Asphalt fiel. Augenzeugen riefen sofort den Rettungsdienst 911 und meldeten die Schlägerei auf der Straße vor einem Tabakladen. Um 23:48 Uhr waren bereits Polizeibeamte und Sanitäter vor Ort. Die 17-jährige Halia Culbertson war schwer verletzt und blutete stark. Sie wurde sofort in ein medizinisches Zentrum gebracht, um dort versorgt zu werden. Die 18-jährige Brianna wartete jedoch nicht auf das Eintreffen der Polizei und der Sanitäter. Sie hatte Angst und floh zusammen mit ihrer Freundin sofort nach Hause. Es war jedoch nicht schwer, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras an den Fassaden der nahegelegenen Geschäfte sowie die Aufnahmen vom Mobiltelefon des Bruders des verletzten Mädchens zu beschaffen.
Brianna wurde schnell ausfindig gemacht und zu Hause angetroffen. Die Ermittler beschlossen, mit ihr zu sprechen, um sich zu vergewissern, dass sie an dem Vorfall beteiligt war. Das Mädchen bestätigte, dass sie ein Messer hatte, dass sie damit herumgefuchtelt und es benutzt hatte. Man beschloss, sie zur Vernehmung auf die Wache mitzunehmen. Nun galt es, die Details dieses tragischen Vorfalls zu klären. Von Anfang an behauptete Brianna, dass Halia sie zuerst angegriffen habe. Sie habe sich sehr frech und aggressiv verhalten, weshalb sie sich verteidigen musste, um ihr Leben zu schützen. 40 Minuten, nachdem die verletzte junge Frau ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde sie um 0:24 Uhr für tot erklärt. Die Ärzte konnten sie nicht mehr retten, da durch den Messerstich lebenswichtige Arterien durchtrennt worden waren. Während des Gesprächs mit den Polizisten auf der Wache erfuhren die Ermittler, dass das Opfer nicht überlebt hatte. Am frühen Morgen des 27. März 2023 wurde Brianna in das Gefängnis von Franklin County gebracht, wo sie offiziell wegen Mordes angeklagt wurde. Zunächst wurde das Mädchen wegen Mordes 2. Grades angeklagt, später wurde der Fall in Mord 1. Grades umgewandelt. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass Brianna ihre ehemalige Freundin in einem Anfall von Wut getötet hatte. Da sie sich bereits schuldig bekannt hatte und erst 18 Jahre alt war, konnte sie aufgrund der gegen sie erhobenen Anklage höchstens zu lebenslanger Haft mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren verurteilt werden. Der Verteidiger wies sofort darauf hin, dass Brianna keine Vorstrafen hatte. Das Mädchen neigte nicht zu Gewalt und zeigte nie Aggressionen. Die Anklage betonte dagegen, dass Brianna ein Messer bei sich getragen hatte. Außerdem schien es unwahrscheinlich, dass das Treffen im Tabakladen zufällig zustande gekommen war. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Angeklagte dort nie gesehen worden. Der Verteidiger schrieb all dies dem Zufall zu, versuchte das Mitführen einer Klinge als Element der Selbstverteidigung zu erklären und wies auf die anhaltende Verfolgung durch Halia hin, der Brianna lange Zeit ausgesetzt war. Allerdings gab es keine dokumentierten Anfragen von Brianna an die Strafverfolgungsbehörden um Hilfe. Es war notwendig, die Situation sorgfältig zu untersuchen. Im Rahmen der Vorverhandlung wurde entschieden, dass die Angeklagte Anspruch auf eine Kaution in Höhe von $750.000 hat. Bereits am nächsten Tag wurde dieses Geld eingezahlt. Der Richter entschied, dass die junge Frau bis zur Verhandlung auf freiem Fuß bleiben darf. Ihre Bewegungsfreiheit wurde nicht eingeschränkt, aber es war ihr verboten, die Stadt zu verlassen. Im Falle eines Verstoßes hätte Brianna ihre ohnehin schon schwierige Lage erheblich verschlechtern können. Nach der Obduktion kam der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass Halia Culbertson durch einen einzigen Stich ums Leben gekommen war. Das Messer traf ihren Hals und durchtrennte die Blutgefäße, was zu einer starken Blutung führte. Nach wenigen Minuten verlor sie aufgrund des Blutverlusts das Bewusstsein. Nach Meinung der Experten hätte die junge Frau selbst bei sofortiger Hilfe kaum eine Überlebenschance gehabt. Briannas Anwalt bestand darauf, dass sie sich verteidigt habe und der Messerstich eine Reaktion auf die Aggression ihrer ehemaligen Freundin gewesen sei. Es gab mehrere Zeugen, die von den Ermittlern befragt wurden. Halias Bruder behauptete, dass Brianna den Konflikt provoziert habe, der einige Zeit vor der Tragödie begonnen hatte. Das Mädchen habe ihre ehemalige Freundin mehrmals beleidigt, indem sie als abhängig von illegalen Substanzen und Dealerin bezeichnet habe, was nicht der Wahrheit entsprach. Sie beschuldigte Halia in grober Form, harte illegale Substanzen zu konsumieren. Natürlich war das Mädchen wütend, da all dies vor Fremden ausgesprochen wurde. Sie nahm das sehr schwer und ihre Freundschaft war beendet. Doch auch danach hörte Brianna nicht auf, sie zu schikanieren und provozierte damit Halias Wut. Laut ihrem Bruder verfolgte das Mädchen seine Beleidigerin nicht, sondern eher umgekehrt, da Brianna keine Gelegenheit ausließ, sie im Internet und im realen Leben zu verletzen. Jedes ihrer Treffen begann mit einem Konflikt. Dasselbe geschah auch im Tabakladen. Viele Zeugen behaupteten, dass Halia die Situation bei jeder Begegnung mit Brianna selbst verschärfte, indem sie beschuldigte, beleidigte und eine Entschuldigung verlangte. Briannas Freundin, die sie zum Laden begleitet hatte, erklärte, dass das Opfer selbst das Treffen gesucht habe, um einen Streit zu provozieren, weshalb sie von den Ereignissen an diesem schicksalhaften Abend nicht überrascht gewesen sei. Ihren Angaben zufolge befand sich das Messer nicht zufällig in der Tasche der Angeklagten. Halia habe wiederholt versucht, einen Streit anzuzetteln, weshalb Brianna um ihr Leben fürchtete und sich verteidigen wollte. Zu diesem Zweck habe sie begonnen, eine Stichwaffe mit sich zu führen.
Die Korrespondenz der Angeklagten wurde sorgfältig analysiert. Die Staatsanwaltschaft zeigte großes Interesse an den Nachrichten, in denen sie gesagt hatte, dass sie Halia mit einem Messer erstechen würde, wenn diese sich nicht beruhigte. Dabei bestritt die junge Frau, dass sie ihre ehemalige Freundin töten wollte. Ihren Angaben zufolge tauchte Halia bereits mehrmals plötzlich dort auf, wo Brianna sich gerade befand, und begann als erste Konflikte. Das ähnelte einer Stalking-Situation. Die Lage wurde dadurch erschwert, dass sich niemand an die Strafverfolgungsbehörden gewandt hatte. Die Anklage und die Verteidigung stützten sich auf Videomaterial und Zeugenaussagen, interpretierten das Verhalten der Mädchen jedoch ganz unterschiedlich. Nach einer sorgfältigen Analyse der Akten bestritt jedoch selbst die Staatsanwaltschaft nicht, dass Halia sich auf den Aufnahmen aggressiv verhielt, während Brianna versuchte, Konflikte zu vermeiden. Das Mädchen wirkte zunehmend verängstigt, auch wegen des Verhaltens des Bruders der Verstorbenen, der alles filmte, und seine Schwester zu einer Schlägerei provozierte. Der junge Mann verschärfte den Konflikt nur noch und verstärkte die Aggression seiner Schwester. Laut Brianna befürchtete sie, dass sie beide gemeinsam auf sie losgehen würden, weshalb sie gezwungen war, ein Messer zu ziehen und sich zu verteidigen. Die Anklage verurteilte den Einsatz einer Stichwaffe, aber Brianna war der Meinung, dass ein Stich in den Schlüsselbeinbereich nicht tödlich sein würde. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass die Klinge ihren Hals treffen würde. Der Verteidiger des Mädchens begann von Anfang an, seine Taktik auf Selbstverteidigung aufzubauen. Er betonte, dass der Konflikt, der nicht von Brianna provoziert worden war, bereits beim Treffen im Laden begonnen hatte. Der Verkäufer bestätigte, dass Halia, sobald sie ihre ehemalige Freundin sah, anfing zu schimpfen und das Mädchen auf jede erdenkliche Weise zu beleidigen, während Brianna verlegen reagierte und ihre Angriffe einfach abwehrte. Aus diesem Grund warf er Halia und ihren Bruder aus dem Laden, da er befürchtete, dass die Situation außer Kontrolle geraten und es direkt im Laden zu einer Schlägerei kommen könnte. Halia ging hinaus, hatte aber nicht vor, nach Hause zu gehen. Sie wartete nicht, bis sie an der Reihe war, um einzukaufen, sondern wartete absichtlich auf ihre ehemalige Freundin, um den Streit fortzusetzen. Das war sogar auf dem Video zu sehen, das ihr Bruder aufgenommen hatte. Halia wartete auf der Straße auf sie, um Brianna zu schlagen. Dabei stachelte ihr Bruder sie nur an und sagte, dass es längst Zeit dafür sei. Während Halia auf Brianna wartete, wurde dies von mehreren Zeugen beobachtet. Das Verhalten des jungen Mannes wurde stark verurteilt. Einige waren der Meinung, dass er aktiv an dem Angriff beteiligt war und provozierte, anstatt seine Schwester zu beruhigen. Diejenigen, denen das nicht gleichgültig war, waren der Ansicht, dass auch er wegen Anstiftung zur Gewalt verurteilt werden sollte. Der Bruder selbst erklärte, dass er lediglich seine Schwester unterstützt habe, die sich schon lange mit diesem Problem herumschlug. Der Verteidiger wies darauf hin, dass Brianna mehrmals versucht habe, Halia zu stoppen. Sie habe nicht versucht, den Konflikt zu verschärfen, habe weder gestoßen noch geschlagen, sondern lediglich darum gebeten, aufzuhören, um sich friedlich zu trennen. Brianna habe das Messer erst gezogen, als die Situation endgültig außer Kontrolle geraten sei. Dennoch beharrte die Anklage darauf, dass all dies durch Wut ausgelöst worden sei, weshalb Brianna aus Zorn auf das Schlüsselbein zugestochen habe. Der Verteidiger war der Ansicht, dass es sich um Selbstverteidigung handelte, da der Kampf bereits begonnen hatte. Das Messer, das das Mädchen vor dem Gesicht der Verstorbenen schwang, sollte sie abschrecken und aufhalten. Es war eine Warnung, aber das Manöver funktionierte einfach nicht, sodass Halia nur noch wütender wurde. Vor Gericht war alles nicht so einfach. Es stand ein ernsthafter Kampf bevor. Die Staatsanwaltschaft stützte sich hauptsächlich auf die Internetkorrespondenz, in der Brianna ihrer ehemaligen Freundin innerhalb weniger Tage 2 Nachrichten geschickt hatte. All dies geschah nur eine Woche vor der Schlägerei vor dem Laden. Brianna schrieb, dass sie Halia die Kehle durchschneiden würde, wenn diese sich ihr wieder nähern würde. Die Angeklagte erklärte, dass diese Worte in einem Anfall von Wut geschrieben worden seien, nachdem ihre ehemalige Freundin erneut einen Konflikt mit ihr auf der Straße provoziert hatte. In der zweiten Nachricht schrieb sie mit vulgären Schimpfwörtern, dass sie Halia und ihre ganze Familie umbringen werde, wenn diese in ihrem Haus auftauchen würden. Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass dies die Vorsätzlichkeit des Mordes beweise. Der Verteidiger sah die Situation jedoch anders. Dem Kontext der Nachrichten nach zu urteilen, belästigte Halia ihre ehemalige Freundin systematisch und tauchte sogar an ihrem Haus auf. All dies ähnelte einer Art Zwangsverfolgung.
Brianna kommentierte die zweite Nachricht später mit der Aussage, dass sie eine Beleidigung von Halia gehört habe, als diese mit dem Auto an ihrem Haus vorbeifuhr. Sie schrieb ihre Aussagen erneut ihrer Wut und Angst zu. Kurz vor Beginn der Verhandlung wegen Mordes wurde Brianna ein Deal angeboten, bei dem sie sich schuldig bekennen sollte. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass es schwierig sein würde, die Vorsätzlichkeit der Tat zweifelsfrei zu beweisen. Es bestand die reale Chance, dass die Tat als Notwehr gewertet werden könnte. Deshalb schlugen sie der jungen Frau am 10. Juni 2024, nur ein Jahr nach der Tragödie, vor, sich des Totschlags schuldig zu bekennen. Das Verteidigungsteam sah darin einen echten Durchbruch, da Brianna nun statt einer lebenslangen Haftstrafe mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren nur 3 Jahre Haft erhalten konnte. Außerdem konnte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Natürlich bestand die Anklage weiterhin auf einer Gefängnisstrafe, selbst wenn die Frau das Angebot annehmen würde. Zusätzlich musste sie eine Geldstrafe in Höhe von $10.000 an die Familie der Verstorbenen zahlen. Unter Briannas Umständen war dies ein gutes Angebot, denn wenn sie es abgelehnt hätte, hätte ihr Anwalt vor Gericht beweisen müssen, dass ihre Handlungen Selbstverteidigung waren. Und das war nicht einfach. Es bestand das Risiko, dass die Geschworenen diese Version nicht akzeptieren würden. Selbst bei einer Anklage im Rahmen des Deals hätte die Höchststrafe im Falle eines vollständigen Gerichtsverfahrens bis zu 11 Jahre betragen. Auf Empfehlung ihres Anwalts stimmte Brianna dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu. Für ihre Familie war dies eine große Erleichterung. Die Angehörigen von Halia Culbertson fühlten sich jedoch als Opfer. Sie waren der Meinung, dass die Täterin eine viel härtere Strafe verdient hätte. Sie behaupteten sogar, dass die Internetkorrespondenz unterschätzt worden sei und dass ihnen durch dieses psychisch instabile Mädchen eine reale Gefahr drohe. Die Mutter der Verstorbenen bestand darauf, dass das Justizsystem einen großen Fehler begehe und war überzeugt, dass Brianna nach ihrer Freilassung zurückkehren und sich an ihnen allen rächen würde. Die Entwicklung der Ereignisse in diesem Fall wurde von Journalisten aller lokalen Sender aufmerksam verfolgt, die über das Geschehen berichteten. Die erschütterndste Frage war die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen, insbesondere unter Mädchen. Man erinnerte sich an ähnliche Fälle der letzten Jahre. Nachdem Brianna dem Deal zugestimmt hatte, sprachen die Mutter und die Großmutter von Halia Culbertson mit den Journalisten. Die Frauen waren empört darüber, dass die Strafverfolgungsbehörden der Täterin überhaupt ein solches Angebot gemacht hatten. Sie betrachteten dies als einen echten Verrat am Andenken der Verstorbenen. Auf jeden Fall nahm Brianna Baracchini, die zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt war, am 11. Juli 2024 offiziell den Deal über das Schuldbekenntnis an. Das Mädchen wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 3 Jahren Haft verurteilt. Derzeit befindet sie sich im Gefängnis, hat jedoch Anspruch auf eine vorzeitige Haftentlassung. Dieser Fall löste eine breite öffentliche Resonanz aus. An der Schule, die das Opfer besucht hatte, arbeitete sogar ein Team von Psychologen, das den anderen Jugendlichen helfen sollte, mit den Folgen fertig zu werden. Im Internet wurden die kontroversen Details des Falls lebhaft diskutiert. Viele Menschen fragten sich, wie realistisch die Vermutung war, dass das Treffen der ehemaligen Freundinnen kein Zufall gewesen sei. Könnte Brianna das Messer absichtlich bei sich getragen haben, um bei Gelegenheit mit Halia abzurechnen? Viele betonten zu Recht, dass ein Messerangriff selten spontan erfolgt. Normalerweise beginnt ein Täter mit kleineren Delikten, doch die Angeklagte hatte zuvor keine Vorstrafen und war nie polizeilich aufgefallen. Alle beschrieben sie als anständiges und unauffälliges Mädchen, ohne Abhängigkeiten, ohne psychische Auffälligkeiten. Verwandte und Freundinnen waren der Meinung, dass die Verstorbene selbst durch ständigen Druck und Provokationen zur Eskalation beigetragen habe. Selbst die Staatsanwaltschaft, die ursprünglich auf eine lebenslange Haftstrafe für das Mädchen plädiert hatte, räumte ein, dass Halia Culbertson sich aggressiv verhalten hatte und Brianna sich nur verteidigt habe, wenn auch über das Maß der Selbstverteidigung hinaus. Viel Kritik wurde gegenüber dem Bruder der Verstorbenen geäußert, der die Situation offenbar nur verschlimmert und den Streit provoziert hatte. Tatsächlich hätte der junge Mann sich anders verhalten können. Er hätte versuchen können, seine Schwester und die ehemalige Freundin zu beruhigen. Wegen seines Verhaltens nach dem Konflikt wurde der minderjährige Junge heftig kritisiert. Er erhielt wiederholt unangenehme Nachrichten und sogar Drohungen von anonymen Accounts in sozialen Netzwerken. Dasselbe galt auch für die übrigen Angehörigen von Halia. Obwohl sie ein Familienmitglied verloren hatten,
hörten die Probleme nicht auf. Selbst die auf GoFundMe eingerichtete Spendenseite half kaum, das Ziel zu erreichen. Die Angehörigen der Getöteten wollten Geld für die Beerdigung sammeln, doch viele Menschen wandten sich von ihnen ab, und die Sammlung deckte nur einen kleinen Teil der Kosten. All dies erschien vielen ungerecht, insbesondere angesichts der großen Unterstützung für die Täterin. Halias Mutter und Großmutter betonten, dass es zwischen jungen Menschen immer wieder Konflikte gebe, doch längst nicht alle enden mit einer Stichwunde im Hals und dem Tod. Sie wollten eine strengere Strafe für Brianna, doch das gelang ihnen nicht. Das Urteil des Gerichts wurde als endgültig anerkannt. Es wird erwartet, dass Brianna Barrazzini nach Verbüßung ihrer 3-jährigen Haftstrafe auf freien Fuß kommt. Nach ihren eigenen Aussagen will sie in ihre Heimatstadt zurückkehren. Trotz ihrer Tat erhält sie weiterhin große Unterstützung. Das Mädchen erklärte, dass sie ihr Studium am College fortsetzen und ihr Leben neu aufbauen wolle. Sie hat die Familie Culbertson wiederholt um Vergebung gebeten, erklärte, dass sie das Geschehene zutiefst bedauere und alles wieder gut machen möchte. Das Einzige, was sie jedoch noch tun könne, sei, ein anständiger Mensch zu werden und zu versuchen, diese Welt ein kleines Stück besser zu machen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.